Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück in meinem Ron Reviewed Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie versprochen habe ich euch ein Rim Roundup bereitgestellt. Wir betrachten diverse Fanatec Rims. An wen richtet sich dieses Review? Seid ihr Neueinsteiger, ihr wollt euch eine CSL Elite Base, CSW V2 Base anschaffen und überlegt, welches Rim passt am besten dazu, seid ihr hier genau richtig. Wir gehen mit den Rims auf die Strecke. Ich versuche für euch die Unterschiede herauszuarbeiten, was könnt ihr von diversen Rims erwarten, aber auch an versierte Anwender, die schon länger unterwegs sind und sagen, ja, ich möchte mir eine Rim-Ergänzung gönnen, ein anderes Rim testen. Ja, dann bleibt bitte dran, ich schaue, was ich für euch herausarbeiten kann. Bin mit den Rims auf die Strecke gegangen, seit mehreren Wochen, Monaten mit diesen unterwegs. Lasst uns diese genau unter die Lupe nehmen. Bevor wir starten, kurz noch ein Rückblick, was sich bei mir sonst noch getan hat. Oculus Rift wurde durch diese Touch-Controller ergänzt. Ich kann euch das ans Herz legen, besitzt ihr die Oculus, gönnt euch die. Es war überhaupt der Monat der Preissenkungen, die gibt es jetzt für 119 €, wertvolles Upgrade. Schaut da gut rein, ich kann euch mal ein Review machen. Wenn Bedarf ist, postet einfach, haltet mich am Laufenden. Monat der Preissenkung, ich habe es erwähnt, auch Fanatec hat einiges im Preis gemacht. Im letzten Review habe ich euch das erwähnt, in meinem Pedal Review. Ich hänge euch das hier rechts oben mit rein. CSW V2.5 von 7,49 auf 5,49 runter und diverse andere Sachen auch. Und zwar starten wir mit einer Übersicht, welche Rims ich euch genauer beleuchten werde. Preislich sortiert das P1 Rim, ihr seht das hier, günstiges Einsteigerlenkrad. Hierzu möchte ich verweisen auf ein sehr ausführliches Review. Ich glaube, es war mein erstes Review, das ich euch bereitgestellt habe. Ich hänge euch das auch oben hier rechts mit ran, klickt rein, da habe ich die CSL Elite Base und dieses Rim sehr, sehr ausführlich beleuchtet. Ihr bekommt dieses Einsteiger-Rim, das P1 Rim, mittlerweile für 99 €. Er hat Fanatec den Preis von 149 runtergesetzt. Ein sehr fairer Einsteigerpreis mittlerweile. Habt ihr budgetäre Limitierungen, dann seid ihr mit diesem Rim auf jeden Fall richtig. Wir handeln uns dann weiter zum Formula Rim. Hier dieses kleine, kompakte Rim. Hier seid ihr preislich bei, ich glaube, 229, ja, 229 € liegt ihr bei diesem Rim. Dieses gibt es auch noch in einer Carbon-Ausführung, da habt ihr hier dann so diese Blende hier mit Carbon-Applikationen, 229 €. Als nächstes werden wir uns den Klassiker, würde ich fast sagen, und das BMW GT2 Rim anschauen. Ein Rim größeren Durchmessers, 32, 33 cm, hier mit dem Alcantara Lenkradkranz. Preislich liegen wir beim BMW M3 Rim bei 299 € und unser letztes Testobjekt sozusagen ist dieses vor einigen Wochen bei mir eingetrudelte Porsche 918 Rim. Ich rufe es euch hier auch schnell auf. 3,99 €. Fanatec hat den Preis für dieses Rim von 4,99 € auf 3,99 € runtergesetzt und damit näher im Bereich des BMW Rims platziert. Das ist eine spannende Sache. Warum, wieso, darauf möchte ich später zurückkommen. Bevor wir mit der genauen Betrachtung der unterschiedlichen Wheels anfangen, möchte ich euch nochmal erinnern, ich hänge es euch oben mit rein mit diesem Link. Schaut in diese Force Feedback Settings. Ich habe euch das Video vor einiger Zeit bereitgestellt. Klickt da rein, beschäftigt euch mit dem richtigen Setup eurer Wheelbase, um das Clipping zu vermeiden, diese optimal auszunutzen. Schaut rein, diese paar Minuten lohnen sich auf jeden Fall. Zum P1 Rim, wie vorher erwähnt, ich habe es euch genauer vorgestellt. Ihr bekommt mit dem P1 Rim für 99 €, ich würde sagen, das wirklich faire Einsteiger-Rim von 150 runtergesetzt. Was könnt ihr davon erwarten? Ein Rim mit 30 cm Durchmessern, liegt sehr kompakt in der Hand, etwa
1200 Gramm Gewicht, 1200 Gramm, das ist wirklich leicht gehalten, sehr leicht gehalten. Der Lenkradkranz ist aus, ich würde sagen, zweckmäßigem Kunststoff ausgeführt. Wenn ihr von Rims eines Thrustmaster T500 kommt, dann kommt euch das sehr bekannt vor. Kunststoff erfüllt seinen Zweck, ist wertig ausgeführt mit den Rims der Clubsport-Serie, aber nicht zu vergleichen. Die hier aus Aluminium ausgeführten Schaltwippen erfüllen ihren Zweck. Der Druckpunkt ist in Ordnung, nicht ganz so wertig wie bei diesen höher angesetzten Modellen, aber ich würde sagen, geht in Ordnung. Diese Frontblende, schön eluxiertes Aluminium. Ja, zu diesem Rim gibt es grundsätzlich nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, ein tolles Feature auf jeden Fall. Diese eingefasste LED-Anzeige zeigt euch die Geschwindigkeit, Schaltzeitpunkt an. Nutzt das Tool Funnelates, um dieses optimal zu nutzen, beziehungsweise manche Spiele unterstützen dieses mittlerweile nativ, um euer Display anzusprechen. Ja, viele Anfragen erreichen mich auch bezüglich den Wheelbases und dem Lenkraddurchmesser. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was es damit auf sich hat. Größerer Rim-Durchmesser im Vergleich zu kleinerem Rim-Durchmesser. Ja, wie sieht es mit dem Force-Feedback aus? Dies folgt einfach den physikalischen Hebelgesetzen. In der Mitte die Narbe eurer Wheelbase und hier außen betätigt ihr quasi ein Rim, und dieser Abstand hier von Narbe bis zu eurem Griffpunkt quasi bildet diesen Hebel. Und der ist hier beispielsweise im Durchmesser 15 cm, bei einem kleineren Rim wie hier ja, in etwa 13 cm. Und diesen Unterschied spürt ihr natürlich. Das heißt, ihr benötigt hier für eine Lenkraddrehung, sagen wir mal für 90 Grad, einen größeren Weg bei einem größeren Rim-Durchmesser, bei einem kleineren Rim mit kleinerem Durchmesser weniger Weg. Weniger Weg bedeutet laut dem Hebelgesetz mehr Kraftaufwand, mehr Weg, geringerer Kraftaufwand für quasi dieselbe Lenkraddrehung. Und daraus ergibt sich, dass ihr natürlich dem Force-Feedback hier mit geringerem Kraftaufwand entgegenwirkt. Sprich, ihr spürt dieses bereitgestellte Force-Feedback eurer Wheelbase bei einem kleinen Lenkraddurchmesser entsprechend stärker. Ja, kamen jetzt viele Anfragen, wie es denn aussieht mit Lenkraddurchmessern. Verträgt die CSL Elite Wheelbase auch größere Rim-Durchmesser wie hier? Unsere 32 cm Rims, das 918 und das M3. Ich würde sagen ja, auf jeden Fall, aber ihr merkt schon die Unterschiede. Ich komme später nochmal darauf zurück. Der günstigste Einstieg in die Clubsport-Serie, der gelingt euch mit diesem Clubsport Formula Rim. 229 € der Einstiegspreis. Ihr steigt natürlich damit in eine völlig andere Liga als mit diesem P1 Rim ein. Ja, verarbeitungstechnisch, ihr seht das schon hier bei den Griffflächen, dieses sehr hochwertige Alcantara, das fühlt sich schon mal ganz anders an als ein Kunststofflenkrad. Kranz kann man nicht vergleichen. Weiters diese Clubsport-exklusive Squeak Release System. Ich habe euch das damals schon relativ ausführlich vorgestellt in meinem CSL Elite Review. Allen Clubsport Series Lenkrädern vorbehalten. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Buttons äußerst hochwertig eingelassen. Ihr hört das auch hier. Klare, laute Druckpunkte, Steuerkreuz. Super, um in euren Menüs zu navigieren. Da freuen sich im Speziellen die VR-Besitzer darüber, um hier quasi blind in den Menüs herumswitchen zu können. Ja, Schaltmechanik, ihr hört das hier, sehr wertig, klar definierter Druckpunkt, die ganze Schaltmechanik aus Metall ausgeführt. Also hier macht Fanatec einen deutlichen Step nach oben im Vergleich eben zu dem günstigeren P1 Rim. Natürlich preislich gut, das Doppelte. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Lenkraddurchmesser, wie vorher erwähnt, 27 cm, liegt äußerst kompakt in der Hand.
Gewicht 1200 Gramm, gleich wie bei dem P1 Rim, sehr leicht, sehr handlich und wie vorher erklärt mit diesem quasi Hebelgesetz, eure Lenkradkräfte, eure Vibrationen, die kommen hier schon sehr, sehr direkt, äußerst direkt an bei diesem Formula Rim. Ich verwende dieses Formula Rim äußerst gerne, wenn ich die Open Wheeler fahre, auch meine DTM bei Race Room zum Beispiel. Ja, das ist schon äußerst sportlich, sehr handlich zu fahren. Für mich fast schon ein Pflichtkauf, auch für Einsteiger. Überlegt ihr mit der Clubsport Serie, ja, solltet ihr dieses Lenkrad ganz weit oben auf eurer Liste haben. Tolles Rim, viel Spaß damit, auch oben hier die eingelassene LED-Anzeige. Ja, ich kenne auch einige, die haben sich nur dieses Formula Rim zum Einstieg gekauft und sind dann auch dabei geblieben, weil sie damit so zufrieden sind. Ja, für mich ein klares, tolles Einsteigerwheel für die Clubsport Serie, dieses Formula Rim. Ja, lasst uns zum BMW GT2 Rim kommen, ein sehr beliebtes Einsteiger-Rim für die Wheelbases, ein tolles GT-Rim. Ja, Unterschiede zum Formula Rim, natürlich der durchgehende Lenkradkranz hier beim BMW Rim unten abgeflacht. Optisch für mich eines der schönsten Fanatec Rims. Also ja, das liegt immer im Auge des Betrachters. Mir gefällt dieses Rim äußerst gut. Es liegt super in der Hand. Ich bin sowieso Alcantara-Fan, also mir gefällt diese Ausführung wunderbar, oft besser als Leder-Lenkradkränze. Ja, auch das ist natürlich eine Frage des Geschmackes. Ich fahre grundsätzlich meine Rims ohne Handschuhe. Ich möchte dieses Material erfühlen, spüren. Das fühlt sich super komfortabel an. Die Verarbeitung auf sehr hohem Niveau, der vernebte Lenkradkranz hier. Tolles Fahrgefühl auf jeden Fall. Zu den technischen Daten dieses Rims: 32 cm Durchmesser, damit etwa 2 cm mehr im Durchmesser als das P1 Rim, vom Gewicht 2120 Gramm. Das merkt man schon. Das ist wirklich hier fast 1 Kilogramm schwerer, das BMW Rim, als dieses P1 Rim. Das spürt ihr schon. Entsprechend hat natürlich dann auch eure Wheelbase mehr damit zu schaffen. Sprich mehr Gewicht eines Rims, eines Lenkrads, und auch der größere Durchmesser stellt höhere Ansprüche ans Force Feedback. Ja, viele Fragen kommen speziell für die CSL Elite Base. Fühlt sich denn das Lenkrad hier dann schon etwas matschig an, beziehungsweise das Force Feedback? Wie kommen die Rückmeldungen rum? Ja, ich kann euch da beruhigen, auch die CSL Elite Base, ich hänge den Link hier oben rechts mit rein, schaut bei meinem CSW V2 vs CSL Elite Review rein, da habe ich das genau beleuchtet, bin darauf eingegangen, ob die CSL Elite Base auch diesen Lenkraddurchmesser handeln kann. Das Fazit war, ja, das ist möglich, klar, es gibt kleine Abstriche, aber auf jeden Fall machbar mit der CSL Elite Base. Zu der Ausführung selbst, Schaltmechanik, das Klicken die Schaltmechanik dürfte sehr ähnlich zu dem Formula Rim sein. Ein klares Klicken gibt euch das Feedback der Schaltpedals. Das funktioniert super. Ich hatte da nie irgendwelche Verschalter oder dass der Druckpunkt nicht stimmte. Das hat immer wunderbar gepasst. Auf was ihr achten müsst bezüglich des BMW M3 Rims, aufgrund dieser Bauweise, ihr seht das hier mit meinen Fingern, diese Knöpfe sind nur bedingt zugänglich. Ihr kommt hier gut zu dem Steuerkreuz, da kommt ihr nun gut hin mit Fingern. Ich habe jetzt so mittelgroße Hände, ja, auf jeden Fall nicht wirklich groß, und da wird schon schwer, diverse Knöpfe zu erreichen, speziell in der Ren-Action. Sind diese Knöpfe, da müsst ihr schon die Hand vom Lenkradkranz nehmen, um diese zu erreichen. Das heißt, während der Rennaction könnt ihr diese Knöpfe nur schwer bedienen. Da müsst ihr schon große Hände, lange Finger haben, um diese während dem Rennfahren, wenn ihr hier in dieser Handstellung verweilt, zu erreichen. Das heißt, überlegt euch das gut, wenn ihr
viel auf diese Knöpfe während des Rennens angewiesen seid, um, was weiß ich, Curse zu bedienen, ABS on-off, diverse Settings zu betätigen, ja, dann müsst ihr eine Hand immer vom Lenkrad nehmen, um diese Knöpfe zu erreichen. So viel sei gesagt. Vielleicht ein kleiner Nachteil des M3-Rims, aber das ist der Bauweise natürlich geschuldet. Ihr habt auch hier in der Mitte dieses Display mit Geschwindigkeit, Schaltanzeige, funktioniert wunderbar, macht einen tollen Job. Klar, seid ihr mit Virtual Reality unterwegs, habt ihr davon sehr wenig bzw. gar nichts. Ja, von der Bauweise selbst hier in der Mitte sehr gut eingefasst, das BMW-Logo, dieses Material, hochwertige Ausführung, gibt es nichts zu sagen. Generell bei dieser Clubsport-Serie, hier knarzt nichts. Ihr habt diese Replikas wirklich nahezu baugleich zu den Rennlenkrädern in den Autos in Real Life sozusagen und seid hier auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Sprich, Clubsport-Serie, der günstigste Einstieg, um ein GT-Rim zu benutzen, stellt eben das M3 BMW GT2, so heißt es korrekterweise, dar. Vorteile zum Formula Rim in meinen Augen ist, ja, wenn ihr diese GT-Fahrzeuge häufig nutzt, das mache ich auch sehr häufig, habt ihr natürlich durch den größeren Lenkraddurchmesser, könnt ihr diese Lenkbewegungen etwas exakter steuern. Klar, ich habe es euch vorher gesagt, für den 90 Grad Drehwinkel hier mehr Weg zur Verfügung wie bei dem Formula Rim, heißt auch etwas exakter, etwas präziser eure Scheitelpunkte treffen zu können. Für Einsteiger ist das von relativ großem Vorteil. Reagiert nicht so stark auf kleine Bewegungen wie das Formula Rim, exakte Fahrweise möglich mit diesem M3 Rim. Lasst uns zu unserem teuersten Produkt in unserem Rim Roundup kommen, zum Porsche 918 Rim. Ihr seid hier preislich bei 399 €. Das ist 100 € über dem BMW GT2 Rim angesiedelt. Was bietet dieses Rim im Vergleich? Wie sieht es aus mit 100 € Aufpreis? Ja, Lenkraddurchmesser gleich, 32 cm. Ausführung, ihr habt hier dieses Vollleder, sehr hochwertiges Leder wurde hier eingesetzt von Fanatec. Das macht hier einen sehr guten Eindruck in der Hand. Und das erste, was euch auffällt, im Speziellen wenn ihr von dem M3 Rim kommt, ist das Gewicht. Ihr seid hier mit 1690 Gramm im Vergleich zu 2120 Gramm. Wenn ihr diese beiden Rims in der Hand hält, dann merkt ihr diesen Unterschied von, was sind das, um die 30% relativ deutlich. Also das Porsche 918 Rim ist relativ deutlich leichter hier als unser GT2 Rim. Das merkt ihr auch, wenn ihr dieses auf euren Wheelbases betreibt. Ihr spürt hier diesen Response, dieses Feedback eurer Wheelbase deutlicher. Es fühlt sich handlicher an, die Force-Feedback-Effekte kommen stärker rum und klarerweise auch der Physik geschuldet. Die Trägheit hier beim Lenken, beim Gegenlenken ist mit geringerem Gewicht natürlich wesentlich einfacher zu gestalten. Das Handling fühlt sich hier fantastisch an. Ich muss wirklich sagen, fantastisch gelingt das mit dem M3 BMW Rim relativ gut. Macht hier dieses Porsche Rim wirklich spitzenmäßig. Ich habe die technischen Daten vorher etwas studiert und dachte mir, naja, 30% Gewichtsersparnis klingt recht nett, ja, merkt man davon etwas. Da war ich etwas überrascht, wenn nicht sozusagen geflasht, dass dieses eurem Fahrgefühl, dem Handling nochmal wirklich die Krone sozusagen aufsetzt. Also hätte ich nicht gedacht, dass das Porsche Rim herausholt. Und im Speziellen seit der Preissenkung ist dieser Price Gap von 200 € Aufpreis auf 100 € runter. Also dieses Preisupdate, das gilt es nochmal zu überlegen, wie ihr das gestalten wollt. Ich möchte im Fazit dann nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Schauen wir uns das Rim noch genauer an. Ihr habt hier diese sehr wertigen Carbon-Applikationen,
Die Druckpunkte, da unterscheiden sich die Rims in der Clubsport-Serie absolut nicht. Die sind alle gleich, fantastisch, exakt ausgeführt. Schaltmechanik, ich glaube, das ist dieselbe wie beim GT2 Rim. Sieht auch gleich aus. Auch hier gilt, die Knöpfe erreicht ihr bedingt. Im Renneinsatz kommt ihr hier noch relativ gut dazu. Diese 4 Knöpfe, Steuerkreuz und da unten die 2, das geht noch, die lassen sich gut erreichen. Diese nutzt ihr halt dann in der Box, um diverse Buttons zu belegen. Ausführung, wie gesagt, hier Vollleder, fühlt sich toll an in der Hand, hochwertig, besser geht's nicht. Das ist echte Porsche-Replika. Ich bin im Real Life schon mit diversen Porsches unterwegs gewesen und das fühlt sich zu diesem Rim nicht anders an. Was mir sehr gut gefällt ist im Vergleich zum GT2 Rim, gefällt mir fast besser diese im Lenkradkranz oben eingelassene LED-Leiste. Das macht schon eine super Optik während des Rennfahrens. Und hier hat Fanatec sich entschieden, das hier voneinander zu trennen. Ihr habt hier dieses Display für die Geschwindigkeit in diesem in dieser geschliffenen Aluminiumblende. Ja, das sind schon sehr hochwertige Applikationen. Ich halte euch das mal hier vor die Nase. Ja, das seid ihr in Sachen Verarbeitung auf einem Niveau, ja, das seinesgleichen sucht. Ich habe euch das schon mal erwähnt. Ich habe schon diverse Wheels, alles getestet, von Logitech bis über Thrustmaster und so weiter und so fort. Aber hier seid ihr in einem Bereich, der ist ja fast unerreicht, würde ich sagen. Ich habe da noch nichts Besseres in Händen gehabt. Lasst uns zu einem Fazit kommen, einem Express-Fazit sozusagen. Ich möchte mich festlegen, welche Rims bevorzuge ich, welche setze ich meistens ein und warum. Kurz vorweg, meine 2 Favoriten, ich habe sie hier in der ersten Reihe positioniert. Einmal dieses hier, Porsche 918 Rim, und daneben unser Formula Rim. Warum diese beide? Warum sind das meine Favoriten? Warum möchte ich diese 2 Rims haben und nutze diese auch regelmäßig, switche hin und her? Das ist schnell erklärt. Formula Rim deswegen, weil ich liebe diese Kompaktheit, diese schnelle Reaktion. Open Wheeler, DTMs, ich fahre wirklich alle mit diesem Rim. Also bei mir kommt es wirklich nicht vor, dass ja eins dieser beiden Rims wochenlang ungenutzt in irgendeiner Ecke liegt. Also diese 2 sind wirklich meine absoluten Favoriten. Ja, tolles Rim hier bei dem Formula Rim, hier super Erreichbarkeit der ganzen Bedienelemente, mein klarer Favorit. Also ich kann euch raten zum Einstieg, der faire Preis 2,29, das ist dieses Rim auf jeden Fall wert. Überlegt euch das, ihr werdet damit viel Spaß, viel Freude haben. Für die Applikationsfanboys von euch, für 2,99 in der Carbon-Variante kann man auch nochmal überlegen. Ändert am Fahrgefühl nichts. Für mich ein klarer Favorit, dieses Formula Rim. Wenn ich mit den GTs unterwegs bin, habe ich mich für dieses 918 Rim entschieden, beziehungsweise nutze dieses meistens. Ich liebe diese Direktheit, diesen Gewichtsvorteil gegenüber den M3 Rim. Der Preisaufschlag zum M3 Rim von nunmehr 100 Euro, den finde ich für gerechtfertigt, der lohnt sich. Seid ihr GT-Fans, exaktes Fahrverhalten mit diesem Rim, überlegt euch das hier, vielleicht 100 Euro mehr in die Hand zu nehmen. Klar, 400 Euro für ein Lenkrad, nur für das Lenkrad auszugeben, ist eine hohe Investition. Nur diese tätigt ihr für Jahre. Überlegt euch dieses Upgrade zum GT2 Rim. Die Vorteile liegen auf der Hand in meinen Augen, die sind es wert. Verarbeitung, Spitzenklasse, wie vorher erwähnt. Ihr könnt damit nichts falsch machen. Also GT-mäßig hier mit dem 918 Rim, da habe ich hier sozusagen meinen wirklichen Frieden gefunden. Bin äußerst begeistert davon. Was bleibt zu sagen bezüglich der anderen Rims? Bevor ich das mache, noch kurz zum Formula Rim. Wollt ihr nur ein Rim euch organisieren, vergesst nicht, ihr seid damit limitiert, also Driften, Rallye-Fahren, Übergreifen, selbstverständlich nicht möglich. Überlegt das gut, überlegt euren Einsatzzweck. Bei mir nur auf der Piste, kein Drift, kein Rallye eigentlich im Prinzip, da tut's dieses. Seid ihr anderweitig unterwegs, bitte bedenkt diesen Umstand. Dann, was bleibt zu unseren anderen Rims zu sagen? Hier das P1 Rim, wie erwähnt,
damals 149 Euro, mittlerweile auf 99 gesenkt. Ihr macht damit gar nichts falsch. Ihr überlegt den kostengünstigsten Einstieg mit CSL Elite Base und diesem Rim, ich glaube, da gibt es auch ein Bundle, immer noch relativ günstig. Schlag zu, nimmt dieses, damit macht ihr null falsch. Wenn ihr dann sagt, ich möchte mich auf Clubsport hochhandeln, kein Problem, ihr könnt diese Dinge immer noch um 60, 70 Euro verkaufen. Das hat euch dann unterm Strich vielleicht 30, 40 Euro gekostet. An dem darf es und kann es und soll es nicht scheitern. Tolles Rim, die Aufnahme anders gelöst, aber auch sehr gut zu handeln. Klare Empfehlung, 99 Euro für den kostengünstigsten Einstieg für eure Wheelbases. Dann das BMW GT2 Rim, ja, diese gewichtsmäßigen Abstriche zum 918 Rim lassen mich eben mehr zum 918 Rim greifen. Ich finde den Einstieg für die GT-Serie okay, der ist gut. Habt ihr budgetär die Möglichkeit, etwas mehr auszugeben, dann überlegt das mit dem 918 Rim. So viel kann ich sagen. Für Alcantara-Fanboys wie ich ist man dann immer im Zwiespalt. Ich mag diese Haptik dieses Rims lieber als die des 918 Rims, nur aufgrund der technischen Möglichkeiten greife ich dann doch meistens zum 918 Rim. Ja, in Sachen Kompatibilität, wie sie hier vor mir liegen, vollständige PC-Kompatibilität aller Rims. Einzigen Bonus hier, dieses P1 Rim, ihr könnt dieses auch an der Xbox nutzen. Ja, Xbox nutzen, das geht sonst nur mit dem Clubsport Hub, wo ihr dann eure Lenkradgrenze frei wählen und montieren könnt. Bedenkt dies, Konsolenkompatibilität Xbox One nur mit diesem der 4 Rims. Wie sieht es aus mit PlayStation-Kompatibilität? Ich habe da in meinem letzten Review das kurz angesprochen. Fanatec hat sich mit Sony in Sachen lizenztechnischen Belangen geeinigt. Ich hoffe, in den nächsten Wochen, Monaten erscheint bald ein PS4-lizenziertes Fanatec-Wheel. Ich würde mich darauf freuen. Ja, zum Schluss, was gibt es zu sagen? Ich möchte danke für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit sagen und bitte bleibt weiter dran in meinem Kanal. Postet rein, welche Rims, welche Wheels ihr nutzt, auf welchen Wheelbases. Ich versuche dies wieder zeitnah zu beantworten. Nutzt die Kommentarfunktion im Kanal, subscribt, abonniert. Ich freue mich, mit euch weiter zusammenzuarbeiten. Bleibt dran, macht Vorschläge, welches nächstes Review eurerseits gewünscht ist. Vielen Dank fürs Zusehen und wir treffen uns auf der Strecke. Wie immer, liebe Grüße von eurem Ron.